Vielleicht kennt ihr das noch aus dem FreeCAD bisher, wenn ihr ein Bauteil spiegeln wolltet. Ich habe jetzt hier mal so ein Bauteil gezeichnet und ihr seid auch im Part Design unterwegs, in der Part Design Workbench. Dann war es bisher so, ihr konntet mit dem Mirror Tool, mit dem Spiegel-Tool, konntet ihr immer nur einzelne Formelemente spiegeln. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel hier einfach diese Tasche spiegeln oder einfach andere Formelemente, aber ihr konntet nie diesen Gesamtkörper spiegeln. Ich werde jetzt in diesem Video auch nicht mehr zeigen, wie man es früher gemacht hat, denn früher musste man dann diesen Körper transformieren, dann in die Part Workbench gehen und in der Part Workbench diesen ganzen Körper dann spiegeln, nur weil man einen symmetrischen Körper bauen wollte. Das hat jetzt zum Glück mit FreeCAD 1.0 oder wie es hier bezeichnet wird, der 0.22 Dev-Version hat dies ein Ende. Ihr könnt jetzt im Part Design komplette Körper spiegeln. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal die Hälfte oder ein Viertel von einem Körper zeichnen, wenn der symmetrisch ist, und den dann am Schluss einfach spiegeln. Und das machen wir jetzt. Wir klicken hier oben auf den Spiegelbefehl. Hier haben wir immer noch die Möglichkeit, die Tool Shapes, also die einzelnen Formelemente zu wählen, so wie es halt früher der Standard war, aber das machen wir nicht, sondern wir lassen es auf Transform Body stehen. Und da müssen wir nur noch sagen, wo wir spiegeln wollen. Das wäre jetzt hier die YZ-Ebene, das ist also quasi diese hier. Und schon ist dieser Gesamtkörper gespiegelt. Fertig. Das Mirror taucht jetzt hier im Baum auch auf als ein Formelement. Und wenn ich jetzt hier danach einfach weiter dran herum konstruiere, zum Beispiel an diese Kante hier eine kleine Verrundung dran mache, dann ist die nur auf der linken Seite. Wenn ich aber jetzt wollte, dass das natürlich symmetrisch bleibt, dann habe ich auch die Möglichkeit, ich mache es mal gerade nochmal rückgängig, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich einfach hier an diese Stelle springe, rechte Maustaste, Arbeitsposition festlegen, also vor der Spiegelung, und jetzt an diese Kante meine Verrundung dran mache, okay, und jetzt wieder das Mirrored als Arbeitsposition festlege und schon ist das Teil hier an beiden Seiten dran. So, also mein Tipp, zeichnet jetzt symmetrische Körper einfach im Part Design, nur den Teil, der dann nachher gespiegelt werden soll, und macht dann als letztes Formelement, macht ihr dann die Spiegelung drauf. Ihr habt dann den sauberen Vollkörper, ihr müsst nicht mehr den Umweg über die Part Workbench gehen wie früher, und dann seid ihr fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser kurze Tool-Tipp hat euch gefallen. Denkt dran, Abo dalassen, Daumen nach oben geben und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Florian.